gehörst nicht zu meinen Freunden. Also pack deinen Kram und verschwinde. Und zwar jetzt. Er wollte mich verletzen, weil ich ihn verletzt habe. Lara, ich gebe nicht so schnell auf. Lass mich nicht erpressen, aus Prinzip nicht. Soll heißen? Dass ich Ihre Subvention im Ministerium durchboxen kann. Wenn Sie Ihre alberne kleine Erpressung vergessen und wir Partner werden. 50-50. Oh, danke. Findest du nie auch, dass es solche Momente im Leben viel zu selten gibt? Danke nochmal für alles. Gute Nacht. Mir ist das Kleid auch nicht. Bist du sicher? Ja, kein Kleid. Das gibt's doch nicht. Das ist mein Kleid. Wie das Kleid? Das ist mein Kleid. Ich kenne jeden einzelnen Stich, der dieses Kleid zusammenhält. Das wüsste ich aber. Das gehört mir. Sie ziehen das sofort aus. Okay, gut. Dann rufe ich eben die Polizei. Machen Sie ruhig. Erzählen Sie denen mal, was Sie auf dem Hof von meinem Mann wollen. Das ist keine gute Idee. Unbefugtes Betreten eines Betriebsgeländes. Sag mal, du hast es immer noch nicht begriffen, oder? Dieses Kleid ist das Highlight meiner neuen LCL-Präsentation. Warte mal. Du bist doch... Nee, oder? Ich werd bekloppt. Du bist die Rebecca. Na klar. Und du bist der Tim, ihr Ex, wegen dem das Interview total in die Hose gegangen ist. Rebecca von Lahnstein auf meinem Gelände. Oh, wenn ich das den Mädels erzähle, die flippen aus. Ich bin nämlich dein größter Fan. Ich lese alles, was ich im Internet über LCL und über eure ganze Familie finde. Tatsächlich. Deshalb habe ich auch das Kleid. Was von LCL auf dem Hof landet, das muss Rudi erst mal bei mir abladen. Und ich gucke dann, was ich davon noch brauchen kann. Dann geben Sie also zu, dass das mein Kleid ist. Wenn du das signieren könntest, das wäre toll. Ich signiere überhaupt nichts. Oh, wow. Scharfes Oberteil. Würde mir bestimmt auch gut stehen. Hallo? Ich habe eine Idee. Deal. Du bekommst das Kleid zurück von der Dame und die Dame bekommt dein Oberteil. Hm? Sag mal, spinnst du? Gott, sie Armer mit ihrem Husten. In der Küchenzeile, im linken Schubfach, da müssen Hustenpastillen sein. Und ihre Ablösung kommt ja sicher auch bald. Aber eins kann ich dir versprechen. Du musst dann nicht alleine durch. Ich bin wieder da. Na, mein Schatz. Du scheinst mich ja mächtig vermisst zu haben. Was machst du denn schon wieder hier? Schon wieder? Die Weinverkostung ging nur bis heute Mittag. Und da dachte ich, warum soll ich bis morgen dort bleiben? Ich fahre lieber nach Hause zu meinem sich in Sehnsucht verzehrenden Mann. Deine Worte. Komm her. Schön, dass du wieder da bist. Ja. Um ehrlich zu sein, ich bin nicht nur wegen dir gekommen. John hat auch einen Notruf aus dem Schneiders abgesetzt. Es geht irgendwie um das Dinner für den Oberstaatsanwalt heute Abend. Und vor lauter Husten habe ich ihn überhaupt nicht verstanden. Wer hat gehustet? Du? Nein, John. Zu allem Überfluss hat er offenbar noch einen Infekt. Ach, ich habe den Eindruck, im Moment liegt halb Düsseldorf flach. Leider auch der Kollege, der die Schicht bei Elisabeth übernehmen soll. Ich werde für ihn einspringen müssen. Oh. Ja, ich war gerade auf dem Weg. Schade. Das heißt, ihr habt Ben Schöne immer noch nicht. Wie ist denn der Stand der Ermittlungen? Gibt es eine heiße Spur? Charlie. Und wie geht es Elisabeth? Hält sie sich? Ja, den Umständen entsprechend. Du, ich bin schon ein bisschen spät dran. Oh, weißt du was? Ich komme einfach mit. Wenn du mir nichts erzählst, frage ich sie einfach selbst. Ich denke, du musst ins Schneiders. Ja, da gehe ich dann auch hin. Ich habe auch ein paar neue Ideen für unsere Dessous hier drin. Kann ich Elisabeth gleich vorstellen.
Also, was darf ich auf keinen Fall verpassen? Ich habe gleich einen Termin bei Kurt Schröder, der zuständig ist Für die Verteilung der Gelder bei sozialen Bauprojekten. Ich weiß. Sehr schön. Dann kümmern Sie sich mal darum, dass er mein kleines Bauvorhaben durchwinkt. Je früher ich an die Zuschüsse komme, desto besser. Dafür brauche ich ein ausführliches Exposé über das Bauvorhaben der Niedrigenergiehäuser. Nicht die Kleines, das ist das Haus vom Nikolaus-Ding. Verdammt nochmal, Mertens, das war doch alles besprochen. Wir wissen beide, dass dieses Bauvorhaben nie realisiert wird. Dass ich das Geld nur brauche, um LCL aufzukaufen. Ja, und soll ich damit Werbung bei Schröder machen? Das ist mir völlig egal. Ich liefere das Baugrundstück, Sie kümmern sich um die Subventionen. Was ist daran so schwer zu verstehen? So ziemlich alles, Graf Lahnstein. Wissen Sie was? Mir wird gerade ziemlich langweilig. Weißt du was, ich find's scheiße, dass du für Mertens arbeitest. Hast du schon gesagt, ja. Aber du hast ja scheinbar vergessen, dass er meine Frau flachgelegt hat, hä? Wenn du öfter mal zuhören würdest, anstatt immer direkt zu explodieren, würdest du auch weniger verpassen. Das Gutachten des Baugrundstücks hat ergeben, dass der Grundwasserspiegel zu hoch ist. Um das Bauland nutzen zu können, müssen Entwässerungen vorgenommen werden, die so umfangreich und kostspielig sind, dass der Begriff Niedrigenergie ein Witz ist. Du wirst Mertens hochgehen lassen. Ja, nur deshalb habe ich den Job doch angenommen. Weil ich so Einblick in seine Arbeit habe. Oh, das gefällt mir. Das denke ich mir. Ich bin mir sicher, es ist nur eine Frage der Zeit, bis er das nächste Ding dreht. Und dann kriege ich ihn dran. Wissen Sie was? Dieses Gutachten ist mir scheißegal. Sagen Sie mal, hören Sie mir überhaupt zu? Der Boden ist völlig ungeeignet. Das weiß aber niemand außer Ihnen und dem Gutachter. Also, fälschen Sie das Gutachten. Also, das kann mich meinen Job kosten. Mertens, dafür bezahle ich Sie gut genug. Das ist mein absolutes Lieblingsoberteil. Du kannst dir doch 10 neue leisten. Hallo? Einzeldesignerstück? So. Der Dussel ist jetzt in seiner Hütte. Ihr Hund heißt Dussel. Mhm. Und jetzt mach dich nackig, Mädchen. Wenn das mein Rudi erfährt, dass Rebecca von Lahnstein sich hier nackig macht. Ja, aber ihr Rudi wird das nicht erfahren. Und der Rest der Welt auch nicht. Das ist nämlich ein Geheimnis, ja? Zwischen uns Freundinnen. Zwischen Freundinnen. Wenn ich das meinen Mädels erzähle. Ja, du kannst dich auf mich verlassen. Gut. Umdrehen. Hey, ich muss den Deal doch überwachen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Sag mal, ist sie im Schlafzimmer auch so? Ich meine, nur mit Licht aus und unter der Decke? Schön wär's. Wir sind gar nicht zusammen. Ach so. Aber du bist schon scharf auf sie, oder? Ja, wir machen dann jetzt auch weiter. Ausziehen, umdrehen. Ist sie immer so chefig? Wenn Sie wüssten. Okay. Das hier ist Handwäsche, ja? Nach dem Trocknen einfach ein bisschen auseinanderziehen, auf keinen Fall bügeln. Das Teil werde ich jetzt jeden Tag tragen. Das habe ich befürchtet. So. Sag mal, ist das dein Ernst? Ja, die Auswahl ist leider begrenzt. Bitte schön. Komm, ich mach das. Das geht schon, danke. So. Und jetzt stoßen wir auf unsere neue Freundschaft an. Ja, verdammt, ich glaube, wir müssen los. Sonst war dieses Opfer ganz umsonst. Ja. Mein Gott, Rebecca, wo steckst du denn? Muss ich mir Sorgen machen? Ja, melde dich umgehend zurück, wenn du das abhörst, ja? Gut, tschüss. Charlie! Ja, ich habe den besten Rotwein des letzten Jahres mitgebracht und brillante Ideen für unsere neue Kollektion. Ich wusste gar nicht, dass du schon wieder zurück bist. Wie schön. Ja, alles okay bei euch beiden? Bitte? Ja, Frank wollte schon nichts sagen, aber ich habe den Eindruck, du bist immer noch so nervös,
wie du warst, als ich weggefahren bin. Geht's dir denn gut? Ja, es ist alles in Ordnung. Wie war denn die Weinverkostung? Och, ein gekelterter Traum. Und das Beste daran, ich konnte kreativ sein. Guck mal hier, eine spontane Idee. Rankende Blätter als Motiv für unsere nächste Kollektion. Was sagst du? Und ich finde, wir sollten uns jetzt auch an einen etwas größeren Ausschnitt wagen. Nein, Charlie, also ich weiß nicht. Das... Hemke, kommst du mal? Na, komm mal. Was sagst du hier? Findest du den tieferen Ausschnitt gut oder ist das zu gewagt? Charlie, ich glaube nicht, dass Frank das beurteilen kann. Natürlich, gerade er als Mann kann das beurteilen. Also, du musst dir das Foto schon anschauen. Ja. Steht der Brunch für morgen mit Herrn Schröder? Aber selbstverständlich. Super, danke. Gerne. Ändern Sie das Gutachten wie besprochen. Ja, natürlich fälschen. Niemand darf wissen, dass sich das Baugrundstück nicht für das Bauvorhaben eignet. Schreiben Sie einfach, mit dem Grundwasserspiegel ist alles in Ordnung, das ist die Kernaussage. Mir ist das Risiko durchaus bewusst, ja. Und selbstverständlich wird es sich für Sie lohnen. Ja. In einer halben Stunde an gewohnter Stelle. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne noch mal über den Fall Giemsa sprechen. Nicht jetzt. Wir müssen aber doch noch das Treffen vorbereiten. Dafür haben wir noch genug Zeit. Der Oberstaatsanwalt kommt erst in knapp 2 Stunden. Aber was ist denn auf einmal so wichtig, dass Sie mich hier alleine sitzen lassen? Mein Termin ist rein privater Natur. Ich bin in einer Stunde wieder zurück. Bis dahin haben Sie ja genug Lesestoff. Diesmal aber bitte nicht gucken. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du echt paranoid bist? Diese Frau Rettich hat echt geglaubt, dass wir ein Paar sind. Ja. Aua, das glauben alle seit diesem Video. Leider. Ersatzklamotten. Und die hat sofort gecheckt, dass du so einen chefigen Ton hast. Ach komm, eigentlich stehst du doch drauf. Du standest eher auf deinem Oberteil. Das war ein Drama, bis du das rausgegeben hast. Hast du keine Lieblingsklamotten? Doch. Vielleicht das, was ich anhab oder so. Wieso frage ich dich überhaupt? Du weißt nicht, ne, was das für ein Gefühl ist, wenn Kleidungsstücke zu deinen engsten Vertrauten werden. Also ich fände es ein bisschen merkwürdig, wenn mein engster Vertrauter ein Kleidungsstück wäre. Weißt du, dieses Oberteil und ich habe sogar mit diesem Oberteil geredet. Und jetzt muss es den Rest seines Lebens mit dieser Frau Rettich verbringen. Das ist ein sehr hartes Schicksal. Ja, und ich weiß jetzt schon. Es wird in der Waschmaschine enden und im Schleudergang leiden. Und der Todesstoß, das ist dann der Trockner. Ich hoffe nur, es muss nicht zu sehr leiden. Ich hätte sie fast abgenommen. Ich habe zwar ein besonderes Verhältnis zu meinen Klamotten, aber so besonders jetzt auch wieder nicht. Ich glaube, dieses Kleid muss dringend noch mal in die Reinigung, bevor es nach Monaco fliegt. Ich glaube nämlich, dass das nach Dussel und nach Rettich stinkt. Was von den beiden Sachen ist so schlimmer? Okay. Tim? Wir haben es geschafft. Klar haben wir das.
Charlie, ich habe doch gar keine Ahnung von sowas. Natürlich interessiert uns deine Meinung. Schließlich wollen wir, dass euch Männern unsere Dessous gefallen. Ich überlasse das mal euch. Ihr seid hier die Profis. Ah, Herr Kommissar ist im Dienst. Und da sind natürlich Alkohol und halbnackte Frauen tabu. Manchmal vergesse ich, dass mein Mann so korrekt ist. Ich bin ganz froh darüber. Warum? Ich meine, Frank hat dich nicht zum ersten Mal so gesehen. Hey, hast du vergessen, dass wir in ganz Düsseldorf plakatiert waren? Ja, nein. Nein, Charlie, das meine ich auch nicht. Ich meine einfach, ich bin sehr froh, dass er seine Arbeit so ernst nimmt. Oh ja, natürlich, wie dumm von mir. Du sitzt natürlich immer noch in der Falle, wegen Ben. Deshalb bist du auch so nervös. Nervös? Mhm. Deshalb ist das hier genau das Richtige für dich. Eine kleine Ablenkung. Classic meets Jazz. Da kannst du heute Abend mal ein bisschen entspannen. Das geht nicht, Charlie. Ich habe so viel zu tun. Ach komm, du kannst dich doch nicht immer hinter deinem Schreibtisch vergraben. Na los, tu dir den Gefallen. Gut, aber nur, wenn du mitkommst. Ja, ich muss leider ins Schneiders. Die zweite Karte ist für Frank. Was? Für mich? Ja, mir war klar, dass Elisabeth nicht alleine auf ein Konzert gehen kann. Deshalb habe ich eine zweite Karte besorgt. Ich wusste allerdings natürlich noch nicht, dass du heute Abend Dienst haben würdest, aber das freut mich. Na, dir wird es doch auch recht sein, dass Frank mitkommt. Wobei ich dich warnen muss, er ist ein schrecklicher Banause. Hey, da bist du ja. Was machst du gerade? Ach, nichts weiter. Aha, verstehe. Ja, ich weiß, ich sollte das eigentlich nicht tun. Nee, du solltest handeln. Hey, wenn ich dir sage, dass ich Mertens vielleicht drankriegen kann, bist du dabei? Du hast Beweise, dass er Emil in den Knast gebracht hat? Das wäre Schritt 2. Im Moment glaube ich nur, dass Mertens wieder ein krummes Ding dreht. Ja, schieß los. Ich glaube, es geht um ein Baugrundstück. Mertens hat ein gefälschtes Gutachten angefordert, das er jetzt in seiner Aktentasche mit sich rumträgt. Was ist das für ein Gutachten? Das weiß ich nicht genau, aber ich glaube, es geht um die Bewilligung von Landessubventionen, die wegfallen würden, wenn die wahre Beschaffenheit des Grundstücks zutage tritt. Weißt du, was das bedeutet? Wenn rauskommt, dass Mertens mit gefälschten Gutachten Zuschüsse beantragt, das wäre das Ende seiner schleimigen Karriere. Wenn ich Peer mit meiner Hilfe in den Knast bringen kann, dann würde Emil mir vielleicht noch mal verzeihen. Ja. Und wenn die Staatsanwaltschaft seine Unterlagen durchgeht, finden sich vielleicht auch Beweise, dass Emilio vorsätzlich ins Gefängnis gebracht hat. Was muss ich tun? Guten Abend. Guten Abend. Also laut Rebecca ist das Kleid bereits am Flughafen. Und wie es aussieht, hat Tim ihr dabei geholfen. Ich wüsste zu gerne, was da wirklich passiert ist. Soll ich es aus ihm rausquetschen für dich? Hast du so brutale Verhörmethoden? Was denkst du denn? Besonders wenn es um meine Brüder geht. Nein, lass mal. Rebecca hat das schon alles im Griff. Tim inklusive. Das habt ihr Lahnstein-Frauen wohl so an euch, ne? Dass ihr immer alles im Griff habt? Also heute Abend hat ja wohl eher Charlie uns im Griff. Ich sage nur Jazzkonzert. Oh ja. Da muss ich Ihnen leider mitteilen, dass das Konzert heute abgesagt worden ist. Oh. Als Alternative kann ich Ihnen allerdings unseren Tangoabend empfehlen. Tangoabend? Ja, ich weiß nicht. Also, Charlie würde mich erschießen, wenn ich jetzt wieder nach Hause gehe. Und zwar mit deiner Dienstwaffe. Das kann ich als dein Personenschützer natürlich nicht zulassen. Guten Abend. Danke, Elisabeth. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Ja. Tschüss. Ich musste noch Entwarnung geben. Deine Heiligtümer sind in der Reinigung und schaffen es rechtzeitig nach Monaco. Perfekt. Also, vielen Dank nochmal und gute Nacht. Moment mal. Das war alles? Ist das im Ernst? Entschuldigung, ich habe deinetwegen schon meinen Oberteil hergeben müssen. Was willst du denn noch? Fräulein, ich hab dir den Arsch gerettet. Da muss auf jeden Fall ein Kuss her. Komm, mindestens. Wir können auch gerne die Klamotten wieder tauschen. Das war extrem sexy. Okay, ein bisschen verrückt, aber mega sexy. Ein Kuss mit jemandem vom Fußvolk. Niemals. Gut, dann muss ich wohl deiner Chefin erzählen, dass du das Vorzeigekleid verloren hast, weil du mit einem unglaublich gut aussehenden Fotografen aus dem Fußvolk deine Zeit verschwendet hast. Okay, ich gebe zu, du hast dir eine Belohnung verdient.
aber kein Kuss. Und das andere schon auch gar nicht. Gut, dann musst du dir mindestens was Besseres ausdenken als einen Kuss. Ein Drink im No Limits. Der absolute Hammer. Aber ich verspreche dir, diesen Drink wirst du niemals vergessen. Okay. Eigentlich schade, dass Charlie nicht hier sein kann. Das würde ihr sicher gefallen. Ihr solltet viel öfter tanzen gehen. Ja, ich weiß. Darf ich bitten? Ja, Sie sind die Einzigen, die hier nicht tanzen. Also, darf ich bitten? Der Herr ist vergeben, tut mir leid. Ja, was? Du beschützt mich vor Ben und ich beschütze dich vor anderen Frauen. Charlie wird mir dankbar sein. Darf ich bitten? Ein Tanz. Da ist nichts dabei. Ich habe extra ein Konzert sausen lassen, habe meinen Mann und meine beste Freundin hingeschickt. Und jetzt gibt es gar kein Problem. Also der Oberstaatsanwalt hatte extra B-Law-Ausführung bestellt und die Lieferung kam nicht. Aber zum Glück, die neue Assistentin des Staatssekretärs hat sich um alles gekümmert und ich muss sagen, die Frau ist echt klasse. So. Geht es da um Ihre fachlichen Qualitäten? So, da bin ich. Reichlich spät. Was soll das? Ich hatte auch noch einen Termin. Privater Natur. Außerdem kommt der Oberstaatsanwalt sowieso erst in 10 Minuten. Kim, was machst du hier? Wir müssen reden. Das ist jetzt gerade ganz schlecht. Da hat sie recht. Emilio will nichts mehr mit mir zu tun haben. Wann genau wurde das mein Problem? Du hast mit mir geschlafen und mich dann eiskalt abserviert, aber so kannst du nicht mit mir umgehen. Schaffen Sie sie raus. Ich bitte um Entschuldigung, aber die Entsorgung ehemaliger Geliebter fällt nicht in meinen Aufgabenbereich. Mein Leben ist ein einziger Trümmerhaufen und du bist daran schuld. Du hast mich verführt. Raus mit dir. Oh, bin ich dir jetzt peinlich? Das ist mir egal. Vor allem machst du dich lächerlich. Ich mache mich lächerlich. Ist das jetzt deine neue Masche? Du nutzt Frauen aus und wenn sie sich wehren, machen sie sich lächerlich? Wegen dir habe ich alles verloren. Meine Ehe ist im Arsch. Mein Praktikum kann ich jetzt auch knicken. Und du machst einfach so weiter, als wäre nie etwas passiert. Bitte nicht hier. Warum habe ich mich bloß auf dich eingelassen? Mein Mann hat mich noch vor dir gewarnt und jetzt... Kim, bitte. Muss das sein? Es ist mir doch egal. Hast du eine Ahnung, was er mir angetan hat? Nein, und es wäre mir lieb, wenn ihr das nicht hier vor meinen Gästen diskutiert. Bitte klären Sie das woanders. Ich habe eh nichts zu klären. Weißt du was? Ich mit dir auch nicht. Wir sind fertig miteinander. Wir sollten jetzt gehen. Ich bringe dich. Ja.
Hi. Wir bekommen bitte 2 Dussel Deluxe. Aha. Dussel ist ein Hund. Ja, was ist das Deluxe? Das ist 4 CL Wodka, 2 CL Blue Curacao, ein bisschen Bier, Cola und am Ende eine Limettenscheibe, bitte. Gut, das könnt ihr vergessen. Das mache ich nicht. Das verstößt gegen meine Barkeeper-Ehre. Danke. Seid ihr Männer oder seid ihr Pussys? Gut, Barkeeper, mix den Drink. Gut, aber nicht, dass ihr sagt, ich hätte euch nicht gewarnt, falls euch danach schlecht ist. So, 3-mal Dussel Deluxe. Danke. Der wird natürlich geäxt. Natürlich. Cheers. Cheers. Nicht schummeln. Hey, Kaffee ist fertig. Ja, und ich habe Frühstück mitgebracht. Ah, danke. Gerne. Sag mal, ich finde es mega nett von Olli, dass er uns die Schlüssel hier gelassen hat. Macht er das immer so? Du, keine Ahnung. Sehe ich so aus, als ob ich öfter in der Kneipe penne? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal eine Nacht durchgemacht habe. Lass mich raten. Es hat was mit deiner Arbeit zu tun? Ertappt. Ich muss jetzt mal los, meine Entwürfe warten. Was? Du willst jetzt echt zur Arbeit? Das ist nicht dein Ernst. Natürlich, klar. Ey, du bist so eine Streberin. Ja, ich liebe meine Arbeit. Mode ist mein Leben. Und ja, manchmal ist das sehr stressig und ja, ich habe es auch schon übertrieben, aber wenn ich den Tag mit meinen Entwürfen und mit meinen Stoffen verbringe und manchmal auch die Nacht, dann ist das besser als jede Party. Ja, komm, in deinem Leben gibt's doch bestimmt auch irgendwas, was an erster Stelle steht. Ja, na klar. Fotografieren und... Ja, das erzähle ich dir jetzt mit Sicherheit nicht. Oh, nee, aber bitte nicht so schweinischer Jungskram. Das ist so ein Quatsch. Es geht einfach um mein Fahrrad. Weißt du, ich verspüre immer ein Stück weit Freiheit. Ich kann abhauen, wenn es mir zu blöd wird. Also nicht, dass ich das jetzt machen würde, aber weißt du, da ist auch noch Sicherheit und ja. Dann verstehst du doch, was ich meine. Ja, ich glaube, so langsam weiß ich, was du meinst. Ich will deiner Chefin auf jeden Fall nicht verraten, dass du heute zu spät kommen wirst. Ach, Rebecca, das kannst du ruhig tun. Ich habe meiner Chefin nämlich ihren süßen Arsch gerettet. Und die Belohnung steht noch aus. Was? Mein Cocktail war die Belohnung. Dein Cocktail war eine reinste Katastrophe, keine Belohnung. Okay. Dafür musst du aber die Augen zumachen. Okay. Das ist die beste Erdbeere der Welt. Danke nochmal. Sag mal, ist Arbeit auch besser als Sex? Hey, hast du Emilio gesehen? Keine Ahnung, wo er ist. Hey, Vergeben und vergessen? Sieht ganz so aus, oder? Tut mir noch mal leid wegen gestern, aber wenn ich nur das Wort Mertens höre, da knallen bei mir irgendwie die Sicherungen durch, weißt du? Nicht mehr lang. Genau, jetzt erzählst du mir bestimmt, dass du schon Beweise gefunden hast, die meine Unschuld belegen. Hm? Noch nicht, aber der Kerl steht mit einem Fuß im Knast. Echt jetzt?
Ich habe gestern ein gefälschtes Gutachten für ein Grundstück bei ihm gefunden. Ich bin das letzte Nacht durchgegangen. Mertens will Subventionen locker machen für ein angeblich energiesparendes Bauvorhaben. Aber das Grundstück ist eigentlich ungeeignet. Grundwasser. Sobald die da bauen, gibt es eine Überschwemmung. Ja, und was will er da vertuschen und vor allem warum? Ich meine, wenn das Projekt platzt, muss er doch die Subvention zurückzahlen, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er einen Partner hat, der davon profitiert, kurzfristig mit den Subventionen zu arbeiten. Und hast du eine Idee, wer es sein könnte? Kim, mal ganz im Ernst. Warum sollte dir Burrito Boy deinen Seitensprung verzeihen? Weil ich den Staatssekretär in den Knast bringe. Bitte was? Ja. Ich habe doch mal erwähnt, dass Mertens krumme Dinge macht. Und jetzt können wir ihm Subventionsbetrug nachweisen. Moment mal, ganz langsam. Könntest du mir das mal vielleicht ein bisschen genauer erklären? Wir haben wahrscheinlich Beweise, dass er ein Gutachten hat fälschen lassen. Für ein Bauvorhaben, das niemals stattfinden wird. Jetzt kriegt er richtig Ärger. Ich bin froh, dass du dich da rausgehalten hast. Du hast dich doch da rausgehalten. Nachher trifft sich Mertens mit Schröder. Er will ihm das Bauvorhaben als das neue Energiesparprojekt unterjubeln, um die Subventionen locker zu machen. Und dann habe ich meinen Auftritt. Das heißt, du zeigst diesem Schröder das gefälschte Gutachten? Ja. Und dann kriege ich Mertens dran. Und wenn Sie ihn unter die Lupe nehmen, finden Sie bestimmt auch Beweise dafür, dass du unschuldig bist. Dafür ist eh zu spät. Ach, scheiße, ich muss los. Ich muss dir nachher noch was erzählen, ja? Ich muss mich noch umziehen und die Beweise suchen. Wünsch mir Glück. Mach ihn fertig. Ich dachte, du würdest Mertens fertig machen. Und jetzt machst du mit dem Arsch hinter meinem Rücken gemeinsame Sache. Kim, es ist momentan die einzige Möglichkeit, an Geld zu kommen. Wie wäre es mal mit was Legalem? Nur mal so zur Abwechslung. Doch mal, ich zahle doch die Subventionen zurück, sobald LCL wieder mir gehört. Vergiss es. Der Deal ist geplatzt. Kim, jetzt hör mal zu. Wenn Mertens auffliegt, dann wird er mich nicht decken. Dann flieg ich mit auf. Guten Morgen. Ja, wird's bald. Ich wollte ein Zeichen setzen für Emilio. Ihm zeigen, wie viel er mir bedeutet im Gegensatz zu Mertens. Jetzt hör mir mal genau zu. Hier geht's jetzt nicht um deinen Emilio. Hier geht's auch um mich. Ich bin dein Vater. Du musst das stoppen. Scheiße, normal. Du bist ja noch da? Schon wieder, ja. Ich bin ein bisschen früher dran, weil ich noch was mit dem Kollegen besprechen wollte. Frank, wir müssen reden. John hat gestern wegen ein paar fehlenden Aussagen eine Riesenpanik gemacht. Charlie hätte locker mit aufs Konzert kommen können. Das Konzert, was keins war. Jedenfalls hat sie sich sehr gefreut, dass du noch einen schönen Abend hattest. Frank, so kann das doch nicht weitergehen. Doch, genau so kann das weitergehen. Ich bin hier zu deinem Schutz abgestellt. Und das ziehe ich so lange durch, bis Ben schön in Sicherungsverwahrung ist. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Elisabeth, mach dir nicht so viele Gedanken, bitte. Himmel, Herrgott, Frank, jetzt weich mir doch nicht aus. Das geht doch hier nicht mehr um Ben Schöne, das geht um uns. Ich wollte das ja auch alles ignorieren, aber gestern... Gestern waren wir beiden auf einem Konzert. Das hat nicht stattgefunden, also haben wir getanzt. Was ist da dabei? Aber wir waren so eng, wir hätten uns beinahe geküsst. Ja, im Leben zählt aber nicht, was beinahe passiert ist. Ich bin mit Charlotte Schneider verheiratet und ich liebe sie verdammt nochmal. Und du bist ihre beste Freundin. Das weiß ich alles, Frank. Und sie ist nicht nur meine beste Freundin, sie ist der wichtigste Mensch für mich im Leben. Und ich weiß, ihr beide seid glücklich miteinander, aber... Mein Gott, was passiert denn da gerade mit uns? Herr Schröder, schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Wenn Sie nichts dagegen haben, dann komme ich gleich zur Sache. Ich habe ein Projekt, das mit Sicherheit Ihr Interesse wecken wird. Energiesparhäuser, ausgezeichnetes Bauland, beste Voraussetzungen. Ich habe zu diesem Bauvorhaben andere Informationen, die Sie mit Sicherheit auch interessieren werden. Frau Cornelius, was soll es werden? Diese Unterlagen beweisen eindrucksvoll, dass... Beweisen eindrucksvoll, dass was? Entschuldigung, das muss ein Irrtum sein. Haben wir nicht alle einmal so begonnen? Das kann doch nicht sein. Wenn das dann alles wäre, Frau Cornelius, wir sehen uns später im Büro. Was? Wir sehen uns später im Büro. Entschuldigen Sie mich.
Ja, Herr Schröder, bitte entschuldigen Sie. Zurück zu unserem Bauvorhaben. Wie ich schon sagte... Hey. Hey, hast du das Kleid noch bekommen? Was für ein Kleid? Na, dass das nach Monaco sollte. Ach so, ja, alles gut. Oh, das sieht ja schön aus. Ja, ich weiß nicht. Ich habe heute eine gute Idee nach der anderen. War wohl eine tolle Nacht, oder? Mhm. Oh, hey Bella, kannst du mal ganz kurz hier? Danke. Ja, ich bin zu spät und die Chefin spielt mir das dann wieder aufs Brötchen. Hm? Die Chefin steht hinter mir. Ja. Du warst noch was gut bei mir. Okay. Bella, wirfst du mal ein Auge drauf? Nein, das hier ist kein Parkplatz für Fahrräder. Stell das bitte draußen ab. Bist du irre? Ich setz doch nicht mein Fahrrad im Großstadtdschungel raus. Gut, und ich bin kein Fahrradsitter. Dieses Fahrrad bleibt hier. Was? Ja, dieses Fahrrad steht unter besonderem Schutz. Also Moment mal, du hast gesagt, es gibt hier Regeln und ja, aber jede Regel hat auch eine Ausnahme. Danke dir. Was soll das heißen, alle weg? Das soll heißen, dass jemand die Kopien aus meiner Mappe geklaut und die Fotos von meinem Handy gelöscht hat. Ja, aber wie kann das sein? Keine Ahnung. Ich hatte die Mappe die ganze Zeit bei mir. In der Wohnung und... Ach, Scheiße. Der muss nachts in die WG eingebrochen sein. Bist du wirklich, dass es Mertens war? Mertens war extrem überrascht, als ich mich einfach in das Gespräch angeklinkt habe. Aber das muss nichts heißen. Der Typ ist ein verdammt guter Schauspieler. Der hat mit jemandem zusammengearbeitet. Vielleicht hat der davon irgendwie Wind bekommen. Hey, wahrscheinlich hat der mich gesehen, wie ich Mertens verfolgt habe. Ja, aber glaubst du wirklich, dass da jemand in eure Bude eingebrochen ist? Wie soll der denn sonst an meine Mappe gekommen sein? Naja, vielleicht hast du sie ja mitgenommen, im Büro verlegt. Und du warst halt morgen noch da, um Emilio zu sehen. Ja, und? Ich habe so gehofft, dass die Aktion euch wieder zusammenbringt. Und dann habe ich das verbockt. Das tut mir so leid. Ach, Quatsch, nein, das ist doch nicht deine Schuld. Weißt du, bleib einfach an Mertens dran und beim nächsten Mal kriegen wir ihn. Hm? Ich wüsste einfach so gern, wer das war. Ist Emilio da? Keine Ahnung. Lass mich mal nachgucken. Komm rein. Ja, bitte? Wegen vorhin. Mein kleiner Ausbruch. Das tut mir leid. Das ist schon gut. Ich finde nur, wir sollten nicht mehr draus machen, als wirklich war. Aber es zu ignorieren ist auch keine Lösung, oder? Du wolltest wissen, was mit uns passiert. Ich beschütze dich, das ist mein Auftrag. Wir sind stundenlang zusammen. Ich darf dich keine Sekunde aus den Augen lassen. Ich finde, da ist es völlig normal, wenn Freundschaft sich irgendwie verändert. Man kommt sich näher, man lernt sich besser kennen. Ich meine, ich verbringe mehr Zeit mit dir als mit meiner Frau. Hallo? Ja, da entsteht dann eine ganz besondere Nähe. In die man manchmal mehr rein interpretiert, als da wirklich ist. Das kenne ich von Kollegen. Das ist vollkommen normal. Das ist nichts Außergewöhnliches. Ja, du
sagst ja selbst, es ist ja auch gar nichts passiert. Eben denn. Wenn da was Ernstes wäre, dann wäre ja was passiert. Und deshalb... Vergessen wir das Ganze. Das wollte ich gerade sagen. Da siehst du, was passiert, wenn man die ganze Zeit aufeinander hängt. Man kennt schon die Gedanken des anderen. So, und jetzt brauche ich erstmal einen Kaffee. Willst du auch einen? Ja, unbedingt. Mhm. Es tut mir echt leid. Mir auch. Beim nächsten Mal klappt es bestimmt. So wie ich Mertens inzwischen einschätze, hat er noch viel mehr krumme Dinge am Laufen. Das meine ich überhaupt nicht. Lara, sag mal, checkst du es nicht? Es war jemand in unserer Wohnung. Das heißt, der Typ ist dir immer einen Schritt voraus. Das ist mein Problem. Nein, solange du das für mich tust, ist es mein Problem. Was ich dir übrigens noch sagen wollte. Kim hat mir geholfen. Ohne sie hätte ich die Unterlagen nicht austauschen können. Sie will dich zurück und dafür würde sie alles tun. Du hast das Richtige getan. Mach das nie wieder. Zwing mich nie wieder dazu, mich zwischen dir und dem hier zu entscheiden. Denn das nächste Mal entscheide ich mich für ihn. Nein. Nein. Oh Hast du wirklich gedacht, du kannst mir entkommen? Nein. Nein. Jetzt werden wir für immer zusammen sein.